Willkommen zum Afaunow-Video zum Thema Settings und Layouts. Zunächst soll die Frage geklärt werden, wie Afaunow diese beiden Kategorien unterscheidet. Beginnen wir bei den Settings. Settings beinhalten alle möglichen Einstellungen, die man als User rund um die Oberfläche oder sozusagen das Aussehen von Afaunow beeinflussen kann. Da geht es los bei der Größe der Buttons, der Schriftgröße auf Buttons oder in anderen Bereichen des Programms. Es geht weiter bei Farben von Routen oder Tracks, Abständen, wie weit der Kursvektor nach vorne reicht und so weiter und so fort. Es gibt also eine Unmenge an Einstellungsmöglichkeiten, aber zum Glück bietet die neue Version von Afaunow einige Erleichterungen. Dazu aber später mehr. Was aber sind dagegen Layouts? Layouts fassen zusammen, wie ich die Widgets auf der Navigationspage, der Routenpage und im Dashboard beeinflussen kann. Widgets sind fest definierte Bereiche, die verschiedenste Inhalte und Daten neben der eigentlichen Karte darstellen können. Vielleicht kennst du Widgets auch von deinem Handy, zum Beispiel zur Anzeige von Wetterdaten. Im Layout kannst du zusammenfassen, welche Widgets wo zu sehen sind und wie diese dann konfiguriert werden. Das ist der wesentliche Unterschied zwischen Settings und Layouts. Layouts umfassen ganz individuelle Gestaltungen für die Sichtbarkeit von Daten in Afaunow. Settings regeln die grundsätzlichen Einstellungen der Oberfläche und beinhalten auch Layouts. Beginnen wir nun mit den Layouts. Dazu wechseln wir auf die Layout-Page. Wie man sieht, ist die ganz anders aufgebaut als die Settings-Page. Es kann immer nur das aktuelle, das Current Layout, editiert werden. Das wird prominent in der ersten Zeile dargestellt. Im Augenblick ist das Layout User Test aktiviert. In der Liste darunter finden sich alle anderen gespeicherten Layouts. Das vorangestellte User macht klar, das ist ein vom User erzeugtes Layout. Die Layouts mit vorangestelltem System sind voreingestellt und nicht editierbar. Über die Edit-Schaltfläche kann man nun das Editieren des aktiven Layouts starten. Ein kurzer Dialog bietet das Eingeben eines neuen Namens an, wenn es sich um ein Systemlayout handelt. Ansonsten wird nach Klick auf Edit das aktuelle Layout editiert. Nun erscheint etwas verkleinert die Nav-Page rot umrahmt, um anzuzeigen, dass etwas Besonderes passiert. Außerdem hat sich die Buttonleiste rechts verändert. Noch einmal zur Erinnerung. Es geht nun nur darum, die Widgets rund um die Kartendarstellung auf der Navigationspage anzupassen. Wenn du direkt auf ein Widget klickst, kannst du Änderungen vornehmen. Am wichtigsten dürfte die Zeile New Widget sein, denn hier kannst du eine alternative Datendarstellung auswählen. Ein Klick auf den aktuellen Namen öffnet eine Auswahlliste aller verfügbaren Widgets. Wir wählen als Beispiel COG aus. Wenn du nun direkt auf Update klickst, änderst du das aktuelle Widget, das du zuvor ausgewählt hast. Wichtig! Über die Schaltflächen Before und After fügst du ein neues COG-Widget vor oder nach dem aktuellen hinzu. Das aktive bleibt unverändert. Wenn du von vornherein ein neues Widget einfügen möchtest, klickst du in den leeren Bereich neben der Karte und wirst dann durch die Einrichtung eines neuen Widgets geführt. Weitere Einstellmöglichkeiten für das editierte Widget sind Caption, das ist der Text, der zum dargestellten Wert im Widget zu sehen ist. Formatter, dort wird die Darstellung des Wertes zusammen mit der Zeile Unit festgelegt. Das Format ist in der Regel bereits festgelegt. Über die Zeile ganz oben, nämlich Panel, wird festgelegt, wo das Widget auf der Seite abgelegt wird. Das schauen wir uns genauer an. Wir verlassen den Dialog zum Editieren des Widgets mit Cancel und klicken die Schaltfläche Config. Hier kann ich genau festlegen, welche Bereiche rund um die Karte überhaupt Widgets aufnehmen sollen. Außerdem können verschiedene Konditionen für die Darstellung festgelegt werden, abhängig davon, ob zum Beispiel die Ankerwache läuft oder eben etwas anderes. Genaueres lies bitte in der Doku nach. Es gibt also sehr umfangreiche Möglichkeiten, das Layout der Widgets zu beeinflussen.
Und Widgets gibt es nicht nur auf der Navigationspage. Nicht umsonst findet sich in der Buttonleiste die Schaltfläche für den Routeneditor. Wenn du diesen Button klickst, dann kannst du die Widgets beeinflussen, die speziell auf der Route-Page zu sehen sein sollen. Aber Vorsicht, lösche nicht das Widget für die Route, denn sonst kannst du nur noch über den Umweg der Toolbox das Erstellen einer Route ermöglichen. Weitere Widgets findest du in AV-Nav auf der Seite für die Dashboards. Auch diese werden über Layouts editiert. Dazu wechselst du über das Main-Menü auf die Dashboard-Seite. Der rote Rahmen ist nach wie vor sichtbar, das heißt, nun kannst du genauso vorgehen wie vorher auf der Nav-Page, nur dass hier die Darstellung von Werten vergrößert ist und anders angeordnet. Aber das Prinzip ist das gleiche wie eben bereits erklärt. Das gilt auch für den Config-Button. Das Seitenlayout sieht etwas anders aus, funktioniert aber auch wie vorher beschrieben. Es gibt eigentlich nur einen Bereich links und rechts, in der Mitte können bis zu 3 Spalten für die Aufnahme von Widgets hinzugefügt werden. Dann wird es aber sehr voll, je nach Bildschirmgröße. Insgesamt können bis zu 10 Dashboard-Seiten individuell gestaltet werden. Das ist eine ganze Menge. Und die Menge der Seiten muss in den Settings unter General angepasst werden. Und last but not least wird das Layouten beendet mit der Schaltfläche Finished, die während des gesamten Layoutens kräftig rot umrandet in der Buttonleiste auf ihren Einsatz wartet. Ein letzter Dialog bietet die Möglichkeit, alles wieder zurückzunehmen, wenn du auf Discard Changes klickst. Mit OK werden deine Änderungen gespeichert. Wenn du ganz tief einsteigen möchtest, kannst du zusätzliche Layout-Feinheiten umsetzen, indem du CSS-Code erzeugst. Das ist allerdings etwas für eingeweihte Spezialisten. Danke fürs Zusehen, das war's wieder. Und nun viel Erfolg beim Einrichten und Layouten.